Hallo ihr Lieben, ja, wir wollen euch heute den Stefan vorstellen, unseren Weggefährten seit einiger Zeit, mit seinem Bombus. Ja, hallo zusammen, ich bin Stefan. Wie gesagt, das ist mein Bombus, das ist der VE-LT 31, Baujahr 95. Ja, den habe ich mir in 2017 gekauft und lebe jetzt seit September 19 Vollzeit in meinem Bombus. Gleich zu Beginn, was sehr ungewöhnlich ist, dein Ausgang an der Hintertür. Was hast du dir dabei gedacht und wieso hast du den Eingang oder Ausgang hinten gemacht? Das war eine ziemlich einfache Überlegung. Und zwar ist die Seitentür, die Schiebetür, geht nur bis zum Anfang des Daches. Und hinten habe ich ja eine Tür, die geht eigentlich bis oben. Deswegen war es für mich klar, dass ich den Eingang da mache, wo ich, sage ich mal, bequemer ein- und aussteigen kann. Ja, dann kommt doch mal rein in mein Zuhause. Dann könnt ihr es von innen betrachten. Der Unterschied an meinem Bus zu den, sage ich mal, meisten anderen ist, dass das Layout genau umgekehrt ist. Und zwar ist das Bett in der Mitte des Busses, also im Vorderbereich. Und die Hauptüberlegung, wo das Bett sein soll, ist dann so entstanden, dass ich von der Schiebetür her dann unter dem Bett einen großen Laderaum habe. Beim Eingang findet sich als erstes die Küchenzeile. Das ist so ein Komplettsystem von Dometic mit Spüle und hier drunter sind dann die Kochfelder. Und die ganze Küche habe ich dann selbst gebaut. Hier 4 Schubladen und unten sind dann Wassertanks und die Gasflasche verstaut. Was ich unterwegs nachgerüstet habe, ist der Durchlauferhitzer. Das erlaubt mir schön warm zu duschen und ich habe es auch gleich so installiert, dass direkt ein Wasserhahn an die Spüle reicht. Ich kann dann zwischen den 2 Flügeltüren einen Duschvorhang spannen, wenn es nötig ist, damit man ein bisschen die Privatsphäre wehren kann, aber meistens versuche ich da frei in der Natur zu duschen. Ich habe dann auch heißes Wasser direkt in der Spüle, wenn ich es brauche. Ich habe hier so die Zahnbürste, Zahnpasta, das, was man jeden Tag braucht, habe ich gerade hier an der Spüle. Das Badezimmer befindet sich dann eher auf der Seite, wo ich dann Toilettenpapier und so Medizin, Duschmittel und so das Nötigste drin habe. Genau, und hier ist auch meine Toilette, die ich eingebaut habe. Und zwar ist das eine Trockentrenntoilette. So riecht das Ganze dann auch nicht. Das Flüssige geht einfach bei mir jetzt in einen 5-Liter-Kanister und das Feste ist dann in einem Kübel mit Abfallsack. Ich verwende jetzt zum Beispiel noch Holzstreu, also Holzspäne. Das hat sich sehr bewährt. Meistens komme ich eine Woche aus, ohne irgendwas leeren zu müssen. Ja, also der Deckenventilator ist eines der wichtigsten Teile in meinem Bus. Zum einen für die Hitze, für die Belüftung und auch zum Kochen verwende ich den als Dampfabzug. Aber für die Toilette habe ich einen separaten Ventilator nachgerüstet. Ja, deswegen funktioniert das auch, wenn es so in den Wohnraum quasi integriert ist. Also es ist nicht so üblich, dass man da jetzt nicht eine geschlossene Kabine hat. Auf der Seite habe ich zusätzlich noch quasi meine kleine Schaltzentrale. Hier oben haben wir die Standheizung. Das ist eine Benzin-Heißluft-Standheizung. Da mein Bus einen Benzinmotor hat, war das die logische Konsequenz, dass ich eine Benzin-Standheizung verbaue, damit ich nicht noch einen zusätzlichen Tank oder irgendwas einbauen muss. Und hier haben wir so das typische, eine USB-Ladesteckdose, eine 12-Volt-Ladesteckdose. Und hier kann ich noch die Anzeige dazu schalten, dass ich die Batteriespannung überblicken kann. Hier unten ist noch ein Zusatzpanel, welches noch die Leistung anzeigt, das heißt, wie viel Strom aktuell verbraucht wird. Auch hier unter der großen Sitzbank habe ich die Technik verbaut. Eine 160 Ampere-Stunden AGM-Batterie. Hier ist ein Wechselrichter, beziehungsweise es ist ein
All-in-One-Gerät quasi. Das heißt, ich habe einen Wechselrichter von 12 Volt auf 230 Volt. Ich habe ein Ladegerät von quasi Landstrom zum Laden von der 12 Volt Batterie. Und zudem ist noch ein Solarregler eingebaut. Den habe ich jedoch jetzt ausgetauscht. Ich habe jetzt einen Victron-Laderegler verbaut. Der hat einfach die bessere Ladekurve, das heißt, die Batterie wird vollwertig geladen. Hier ist dann der Victron Solar-Laderegler. Hier ist die ganze Verteilung, 12 Volt Sicherungsbox. Hier unten ist dann doch die Hauptlastverteilung. Da geht zum Beispiel dann noch für die Soundanlage die Leitungen weg und auch zu dem Wechselrichter noch. Ja, und hier sind wir an meiner Sitzecke. Falls ich dann eben so nette Gäste habe wie euch zwei, dass ich die auch mal einladen kann. Ich habe es so überlegt, dass ich da quasi eine Doppelsitzbank habe. Der Hocker, den ich hier habe, den kann man auch noch erweitern, also so hochklappen. Und dann kann hier quasi nochmals eine zweite Person, also theoretisch kann man zu viert hier sitzen. Und zwar ist das eine alte Werkbanktischplatte von zu Hause noch, die hat da perfekt gepasst. Die ist einfach mit Aluminiumprofilen quasi geführt und es ist nur ein Tischbein montiert und dann kann man die einfach rausziehen bis ganz nach vorne. Und schon kann man ein Familienfest veranstalten. Genau, und ja, wenn man Platz braucht, kommt es einfach wieder unter das Bett. Echt cool. Eine Sache, wo ich ein bisschen neidisch bin, muss ich sagen, ist dein Bett. Okay. Wir haben ja ein Bett von der Größe 1,20 und du hast Das ist wie jetzt, groß? Breite ist jetzt 1,40 mal 1,80. Das ist eine große Spielwiese. Aber ich möchte das Bett verkürzen, mindestens auf 1,20, damit ich hier einfach im Wohnbereich noch ein bisschen Platz gewinne. Okay. Weil ja, ich merke dann halt schon, dass es dann hier knapp ist. Und ich möchte dann auch die Sitzecken ein bisschen vergrößern, erweitern, dass man da auch sehr gemütlich sitzt. Also es sind auf jeden Fall noch einige Änderungen geplant. Ja, genau. Aber man merkt ja auch erst, während man drinnen lebt und reist, was man adaptiert und verändert, damit es passt. Genau, also ich bin deswegen auch zeitlich dann irgendwann losgefahren, bevor es quasi komplett ausgebaut war. Weil wie du sagst, man muss erst mal drin wohnen und dann merkt man, was braucht man überhaupt. Hier habe ich so das Wasserreservoir, Trinkwasserreservoir. Das Gestell habe ich auch unterwegs erweitert. Das sind so die meist verwendeten Utensilien. Ja, also das sind einfach die Deckel quasi angeschraubt und hier kann man dann das Glas einfach so abdrehen. Und dann hier habe ich aber eine Dometic-Kühlbox. Das ist die kleinste, die es gibt, also die schmalste. Für mich hat es bisher gereicht. Ja, da sind hauptsächlich Kleider drin, aber auch noch sonstige Mittel wie noch Bücher oder noch irgendwelche Elektronik, Kabel, Netzteile, noch eine Winterjacke oder so. Das findet also da oben Platz. Also, ja. Das ist mein Hauptstauraum vom Innenraum. Ja, dieselben Kisten habe ich auch bei der Küche verwendet. Die habe ich dann in der Mitte getrennt. Das heißt, hier sind quasi zwei von den ganzen Kisten verbaut als Schubladen. Und hier zur Sicherung habe ich so einfache Riegel verbaut. Ja, das muss man wirklich beachten, dass man, bevor man losfährt, dass dann alles so gesichert ist. Also auch hier zum Beispiel bei der Kühlbox, die habe ich so ausfahrbar. Und da habe ich dann auch so einen Riegel hier. Eine interessante Frage, die vielleicht auch viele andere interessiert. Du hast vorher in einer Wohnung gelebt, ganz normal, und jetzt auf so kleinem Raum. Was hat dich dazu bewegt? Ja, zuerst mal, du hast das schöne Wort normal gebraucht. Das ist ein Wort, das beschreibt halt nur so die Norm quasi, genau, das kommt von normal. Und ich war nie in der Norm. Ich habe auch
mich nirgends irgendwo so wirklich zu Hause gefühlt. Habe ich immer das Gefühl gehabt, irgendwie, das ist es noch nicht. Inspiriert hat mich ein Weiterbildungskollege, der war in der Zeit am Ausbau von seinem Bus und hat mir dann halt irgendwie davon erzählt. Ja, dann bin ich quasi in mich gegangen und habe das für mich dann entdeckt. Quasi, hey, also ich bin dann überall zu Hause, wo ich mich dann wohlfühle. Ja. Also so hat sich das Ganze irgendwie entwickelt. Ja, und dann habe ich mich irgendwann dazu entschieden, mal den Bus zu kaufen und dann wirklich zu sagen, ja, das hört sich gut an, mal sich lösen von allem. Auch eine Art Neuanfang, weil ich habe da auch beruflich etwas übertrieben. Der ganze Ausbau an sich war dann auch eine Therapie, vielleicht, wenn man so sagen will. Also das sind quasi meine Hobbys vereint in einem. Ja, genau. Das ist dann ein mega tolles Gefühl, dass man es dann geschafft hat, in Anführungszeichen. Ja, schön. Stefan, du lebst jetzt seit mittlerweile 7 Monaten in deinem Van. Was würdest du Anfängern empfehlen, die jetzt auch Vanlife starten wollen? Es kommt immer ein bisschen darauf an, was für ein Vanlife. Also es ist ein Unterschied zwischen einem Hype folgen und es wirklich für einen neuen Lebensstil für einen entdecken. Ich sage mal, diejenigen, die halt quasi wie ein bisschen nach der Suche sind, für die kann ich es herzlichst empfehlen, weil alles beginnt mit einer Entscheidung. Viele finden einfach nur Entschuldigungen dafür, dass sie irgendwas nicht tun. Ja. Meistens wird es auf simple Dinge geschoben, wie zum Beispiel fehlendes Geld. Das ist einfach nicht wahr. Ja. Also man kann alles erreichen. Das hört sich für viele vielleicht ein bisschen hochgestochen an, aber es ist so. Also mein Ziel war zuerst was anderes. Ich habe da quasi mal ein bisschen gespart für irgendwann vielleicht mal ein Haus. Hat sich aber auch erfüllt, weil das ist jetzt mein Haus und ich bin mobil. Es gibt immer eine Möglichkeit. Also das, was ich allen rate, schaut darauf, was rausgeht und nicht was reingeht. Das ist der Trick. Weil man kann noch so viel verdienen, wenn man all das Geld wieder ausgibt, dann ist es weg. Da ist was sehr Wahres dran. Tun ist das Zauberwort. Danke. 3 Dinge, wo du sagst, die müssen in einem Van drinnen sein. Das ist es vielleicht sehr persönlich, denke ich mal. Also ich würde sagen, eine Schlafgelegenheit ist schon mal das A und O. Dann was zum Kochen, ob es jetzt drin ist oder draußen, spielt ja eigentlich keine Rolle. Und für mich das Wichtigste ist wirklich eine Toilette. Viele vergessen diesen Teil oder denken, ja, ist ja nicht so wichtig, ich kann ja irgendwo. Und genau das hat man jetzt gesehen unterwegs, weil die Leute dann entweder ihre Toiletten oder so entsorgen, wo man es nicht sollte, oder halt dann eben nicht mit der Schaufel das Ganze vergraben, sondern das liegt dann überall rum. Das ist dann wirklich ein unschöner Punkt, wo man sieht von anderen Reisenden. Da gibt es ein österreichisches Zitat oder so: Der Bauer nimmt sein Mist heim. Genau, ja. Das trifft es ziemlich gut. Also den Mist, den man hinterlässt, sollte man entweder mitnehmen, vor allem jetzt zum Beispiel in diesen Gebieten hier südlich, Spanien, Portugal. Da ist die Müllentsorgung kostenlos, das heißt überall stehen Müllcontainer bereit, das heißt Entsorgung ist überhaupt kein Problem. Man kann das Ganze in eine Tüte packen und entsorgen. Also das Einfachste ist mit einer Trockentoilette, die kann man sehr einfach einbauen, braucht auch keine großen technischen Schnickschnack. Ja, Stefan, wenn man da jetzt um deinen Bus herumgeht, dann fällt einem auf, dass du da etwas Interessantes mittransportierst. Ja, das ist immer wieder ein tollen Diskussionshintergrund, weil viele fragen so, ja, was ist denn das? Ist das eine Markise oder ist das ein Segel von einem Surfboard oder sowas? Ja. Nee, und zwar das ist ein Drachen, auch unter Hängegleiter oder Delta bekannt. Viele kennen wahrscheinlich einfach die Gleitschirme, das ist aber ein fixer Flügel. Mit dem Ding stürze ich mich dann von den Bergen runter. Und was ich jetzt unterwegs noch eher viel mehr betreibe als vorher, ist quasi mit dem Bike rumzufahren, also mit dem Elektrobike. Sind wir auch schon in den Genuss gekommen? Genau. Das heißt, deine Garage befindet sich auch hier auf der Seite unterm Bett. Genau, dann durch die Schiebetür habe ich da einen großen Stauraum. Der ist dann natürlich nicht so aufgeräumt. Das ist mein
Fat Bike Club E-Bike. Ein Monsterbike. Genau. So sieht das Ganze aus. Ja, das Tolle an dem Ding ist, man kommt überall hin. Und es macht echt Laune. Mit der Elektrounterstützung fährt man auch mal längere Strecken. Und der Rest ist alles voll mit Werkzeug. Und zwar kann ich da quasi fast alles reparieren. Ich habe von kompletten Elektro-Tools, also von Stichsägen über Akku, Bohr, Schlagschrauber, Trennflex, alles mögliche an Werkzeug dabei, bis hin sogar zu einem kleinen Schweißgerät. Also, ich habe da auch schon sehr vielen geholfen, unterwegs irgendwas zu reparieren. Und das mache ich auch sehr gern. Ich habe noch was am Dach entdeckt. Oberhalb der Türen meinst du? Ja, genau. Ja, das ist auch unterwegs entstanden, also ehrlich gesagt in den letzten 2 Wochen. Und ich habe von einem netten alten Nachbarn, wo ich gewohnt habe vorher, habe ich ein altes so ein Vordach bekommen, wo man an Busse verwenden kann. Das habe ich jetzt quasi auch abgecycelt. Sehr cool. Habe da das zurechtgenäht und dann ja, quasi mir ein Regendach gebaut. Oder eine Mini-Markise kann man auch sagen. Ja, Mini-Markise quasi. Und zwar kann ich das einfach zusammenklappen und habe dann dazu auch den Verstausack, wie man dem auch sagen will, dazu genäht. Das heißt, ich kann das Ganze quasi zusammenfahren, heranklappen ans Dach und verschließen. Sonst noch auf dem Dach sind 2 Solarpaneele bzw. Photovoltaikpaneele verbaut mit je 100 Watt Peak. Und dadurch, dass ich das E-Bike auch laden muss über meine Stromversorgung, habe ich die dann so montiert, dass ich sie anstellen kann, also dass ich den Anstellwinkel der Solarpaneele der Sonne entgegenrichten kann und so habe ich dann die volle Leistung. Was ich sehr cool finde, ist, dass dann dein E-Bike wirklich ganz grün aufgeladen wurde, oder wie sagt man? Ökologisch. Das ist auch das Schönste, sage ich mal, am Leben im Bus. Also ich bin bis auf, sage ich mal, Lebensmittel, die ich einkaufen muss und das Wasser ist eigentlich auch autark unterwegs. Ja. Ja, wir sind jetzt in der Kommandozentrale. Was vielleicht speziell ist, ist, dass du quasi auf dem Motor sitzt. Ah, ja. Wenn ich da irgendwas am Motor machen muss, dann kann man die Kuppe entfernen und hat den ganzen Motor vor sich. Also das ist sehr einfach zu bedienen. Sonst habe ich hier eine USB-Buchse eingebaut, um das Handy laden, ein Autoradio und sonst eigentlich nicht viel. Hier noch ein Getränkehalter, aufklappbar. Oder einen kleinen Garten hast du doch? Genau, ja, der kam auch in den letzten 2 Wochen dazu. Das ist nur mit Magneten befestigt. Ah. Ja, und hier sind noch so Talismane dabei, also den Hippie-Bus hier. Die habe ich von Freunden gekriegt vor der Reise. Ja. Und das hier ist mein Flugtalisman, der Flugstorch. Den habe ich da von meinem Fluglehrer bekommen. So, wir sind jetzt schon am Ende angelangt von Stefans Zuhause auf Rädern. Hat uns sehr gut gefallen, danke dafür. Gern geschehen, danke, dass ihr da wart. Liebe Zuschauer, wenn ihr Fragen habt an den Stefan, dann unbedingt in die Kommentare schreiben. Genau, oder auch, ich bin ein bisschen auf Instagram unterwegs, auf Steventure findet man mich. Werden wir in die Beschreibung reinstellen. Genau, und ja, ich bin jetzt auch fleißig am Video bearbeiten, also es wird dann vielleicht auch auf YouTube oder so irgendwann mal ein bisschen was zu sehen geben von mir. Sehr gut. Ja, das war's von mir und meinem Zuhause. Ich hoffe, euch hat's gefallen und sonst sieht man sich on the road. Schaut bei Instagram vorbei, schreibt uns in die Kommentare und ja, macht's gut. Mensch, schnell, das ist eine Katastrophe. Ja, hallo. In der unteren Haus. Ja. Ja, Salibari. Hey. Und dann also. Ja, hallo ihr Lieben, das war die Vorstellung von Stefans Bombos und
Schreibt uns unbedingt in die Kommentare, wie euch die Tour gefallen hat von seinem Bambus. Ja, ihr könnt doch gern hier bei seinem Kanal vorbeischauen. Ihr könnt ihn gern abonnieren. Er hat vor, in Zukunft auch mehr YouTube-Videos zu machen. Hier unten fügen wir euch noch unser letztes Video ein. Schaut gerne vorbei. Ansonsten würden wir uns über einen Daumen nach oben freuen. Ja, und ihr könnt uns natürlich gerne abonnieren. Hier oben fügen wir euch unseren Kanal ein. Ja dann, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.